Hallo zusammen, wir stricken heute mit euch diese Hausschuhe. So schaut die Hausschuh aus. Ein richtig toller Hausschuh, sitzt auch sehr gut am Fuß und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, diese Hausschuhe zu stricken. Also für die Hausschuhe habe ich von der Firma Rilana Sockenwolle verwendet. Flotte Socke. Lauflinie besteht da 150 Gramm, 375 Meter. Ich habe Nadeln Nummer 275 bis 3 verwendet. Für die Hausschuhe braucht man für die Größe 37 bis ungefähr 40 reichen 50 Gramm Wolle aus. Ab 40 würde ich dann schon 55 bis 60 Gramm Wolle, denke ich mal, müsste reichen. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken. Ich habe für euch auch den Maschenanschlag ausgerechnet. Ich habe die Schuhe eher für normalen bis schmalen Fuß gestrickt. Wenn man breiteren Fuß hat, dann muss man das entsprechend auch anpassen. Also bei mir, wie gesagt, ist eher normal bis schmal. Also Maschenanschlag habe ich hier von der Größe 37 bis Größe 44, also ab 60 Maschen, entsprechend bis zu 70 Maschen besteht der Maschenanschlag. Den Maschenanschlag machen wir hier in der gesamten Breite hier oben. Das ist der Maschenanschlag dann. Da fangen wir den Schuh auch an zu stricken. Dann haben wir Folgendes. Später teilen wir die Maschen hier oben auf. Und zwar, ich habe hier in der Mitte 4 Maschen. 4 rechte Maschen und dann beginnt das Muster. Und diese 4 Maschen kann man bei der Größe 37 bis 40 stricken. Ab der Größe 41 bis 44 kann man dann 6 Maschen in der Mitte. Hier würde ich dann 6 Maschen stricken und dann jeweils das Muster. So, dann kommen wir zu dem Muster, und zwar ich habe für meine Größe wiederum 37 habe ich hier 9 Umschläge gehäkelt. Gestrickt meine ich natürlich. Und dann habe ich hier auch ausgerechnet, das sind wiederum dieselben Größen, 38, jeweils 9 Umschläge, das sind dann 18 Reihen Muster. Bei Größe 40 bis 42 sind es 10 Umschläge, das sind dann 20 Reihenmuster. Und ab der Größe 42 würde ich dann 11 Umschläge stricken, das sind dann 22 Reihenmuster. Und dann kommen wir zu der Sohle. Die Sohle ist hier bei mir so breit. Also besteht bei meiner Größe aus 10 Maschen. Das ist die Breite von der Sohle. Dann habe ich entsprechend auch hier ausgerechnet, bis Größe 40 10 Maschen, ab der Größe 40 12 Maschen. So, den Zettel könnt ihr euch auch kopieren. Halte ich jetzt einmal so schön hin. So, einmal hier. Und einmal hier unten, also für die Sohle die Maschenanzahl. Für die Schuhe schlage ich die Maschen an. Das kann man so machen, wie man gewohnt ist. Einfach die Maschen anschlagen, je nach Größe. Ich schlage für Größe 37 jetzt 60 Maschen an. Einfach auf die gewohnte Art und Weise die Maschen anschlagen. Und jetzt stricke ich 8 Reihen kraus rechts, also die Randmasche hebe ich ab und alle weiteren Maschen stricke ich rechts.
So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Die letzte Maschen stricke ich auch rechts. Man kann die aber auch links stricken. So, und die zweite Reihe stricke ich dann auch rechte Maschen. Wie gesagt, die Randmasche hebe ich ab. Also ich habe die letzte Masche jetzt rechts gestrickt, deswegen mache ich die Randmasche so abheben, dass ich den Faden nach vorne lege und erst dann die Masche abhebe. Wenn man die linke Masche strickt, kann man den Faden hinten lassen. Und jetzt stricke ich, wie gesagt, Kraus rechts, jetzt auch wieder alle Maschen rechts. Und auf diese Weise stricken wir insgesamt 8 Reihen. Also ich habe jetzt 8 Reihen gestrickt und jetzt habe ich Folgendes gemacht. Ich habe in die Mitte 8 Maschen, also 8 Maschen mir markiert. Also in der Mitte habe ich 8 Maschen und hier auf der Seite jeweils 26. Auf jede Seite, also genau die Mitte markieren. Und jetzt stricken wir folgendermaßen. Also wir fangen hier mit dem Muster jetzt an. Ich habe in der Mitte 4 Maschen und da sind 2 Maschen, jeweils 2 rechte Maschen auf den Seiten. Deswegen haben wir 8 Maschen markiert. Und zwar das Muster schaut so aus. Ich habe es mir einmal aufgemalt. Also in der Mitte haben wir 4 Maschen Kraus rechts, dann ein Umschlag, 2 Maschen rechts, ein Umschlag und auf der anderen Seite genauso Umschlag, 2 Maschen rechts, ein Umschlag. Hier verlaufen diese rechten Maschen und hier stricken wir Kraus rechts. Also ich stricke erstmal hier alle Maschen rechts, bis ich bei der Markierung ankomme. So, und ich bin jetzt bei der ersten Markierung. So, die Markierung nehme ich ab. Und jetzt stricke ich einen Umschlag, 2 Maschen rechts, einen Umschlag. Und jetzt stricke ich 4 Maschen rechts. Jetzt habe ich 2 Maschen. Einmal davor mache ich einen Umschlag, 2 Maschen rechts. Die Markierung nehme ich ab und dann nehme ich noch einen Umschlag auf. Und jetzt stricke ich alle weiteren Maschen wiederum rechts. So stricken wir die linke Seite, bis wir bei den Umschlägen ankommen. Das sind die beiden Umschläge, also bis dahin stricke ich alle Maschen rechts. Also ich bin jetzt bei dem Umschlag. Den Umschlag stricke ich rechts. Jetzt kommen 2 mittlere Maschen, die stricke ich links. Den Umschlag stricke ich rechts. Jetzt haben wir diese 4 mittlere Maschen, die stricke ich auch rechts, weil da stricken wir weiterhin Kraus rechts. Den Umschlag stricke ich rechts, die mittleren 2 Maschen stricke ich links. Und den Umschlag stricke ich auch rechts. Und weitere Maschen stricke ich auch rechts. Also das heißt, auf der linken Seite stricken wir alle Maschen rechts bis auf diese 2 mittleren Maschen. Das sind diese Linien, die stricken wir dann als linke Maschen. Nur diese mittleren 2 und die anderen zwischen den Umschlägen, diese 2 Maschen stricken wir als linke Maschen. Alle anderen stricken wir rechts, also die Umschläge stricken wir auch rechts. Jetzt stricke ich schon mal linke Maschen, das stimmt natürlich nicht. Also weitere Maschen einfach als rechte Maschen stricken, bis wir am Ende der Reihe ankommen und dann fangen wir wieder die rechte Seite an.
Also die rechte Seite fangen wir wieder mit rechten Maschen an und stricken, bis wir an diesen 2 rechten Maschen ankommen. Also alle Maschen rechts stricken. So, also ich bin jetzt hier bei diesen rechten Maschen. Davor mache ich wieder einen Umschlag. 2 Maschen rechts. Und wieder einen Umschlag und die restlichen Maschen rechts, bis wir auf der anderen Seite wieder bei diesen 2 rechten Maschen ankommen. So, ich bin hier bei den rechten Maschen. Jetzt mache ich da wiederum auf einer Seite einen Umschlag, 2 Maschen rechts und auf der anderen Seite auch einen Umschlag und weitere Maschen rechts stricken. Also hier zwischen den Umschlägen, wir hatten in der Vorreihe 4 rechte Maschen gehabt. So, ich muss noch mal schauen. Jetzt haben wir 6 rechte Maschen dazwischen gestrickt, also da vergrößert sich die Maschenanzahl immer um 2 Maschen, jede Reihe, jede zweite, also jede rechte Reihe, haben wir dann immer mehr Maschen. So, die zähle ich aber nicht eigentlich, sondern ich orientiere mich immer an diesen rechten Maschen, immer davor und danach jeweils einen Umschlag stricken und dann restliche Maschen rechts arbeiten. Und die linke Seite stricke ich dann genau auf die gleiche Weise. Das heißt, ich stricke dann hier wieder nur diese mittleren Maschen als linke Maschen, Umschläge rechts, alle weiteren Maschen auch rechts. Die mittleren 2 linke Maschen stricke ich links und alle weiteren stricke ich rechts. Und auf diese Weise, also wenn wir die nächste Reihe beginnen, die rechte Reihe, stricke ich auch wiederum hier bei den rechten Maschen jeweils auf jede Seite einen Umschlag. Und so stricken wir weitere Reihen. Also ich habe bei Größe 37 9 solche Umschläge gestrickt. Und wie wir sehen, das Ganze geht hier schön auseinander. Also hier werden die Maschen stets zugenommen, auf der Seite auch. Und so schaut es dann aus. Und so stricken wir dann weitere Reihen. Wie gesagt, hier auf jede Seite jeweils auf der rechten Seite jeweils einen Umschlag stricken, auf der linken Seite dann Umschläge als rechte Maschen stricken. Also ich habe jetzt 9 Umschläge gestrickt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und so schaut das Ganze aus. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt stricken wir 6 Reihen Kraus rechts. Also das heißt, ich stricke ohne Maschenzunahme mehr einfach 6 weitere Reihen, einfach rechte Maschen. Hier über diese Maschen, hier sind die Umschläge durchgestrickt, also ich stricke auch ganz normal dann rechte Maschen. Ich zeige es nochmal auf dem fertigen Schuh. Also das sind dann diese 6 Reihen, die wir komplett rechts durchstricken. Und dann fangen wir mit der Sohle an und bis zur Sohle erstmal diese 6 Reihen stricken. Also ich habe jetzt 6 Reihen Kraus rechts gestrickt. So schaut es aus. Jetzt habe ich mir Folgendes gemacht. Ich habe hier in der Mitte 10 Maschen markiert. Und jetzt stricken wir die Sohle von den Schuhen. Und zwar, also ich habe jetzt diese 10 Maschen. So, jetzt mache ich Folgendes. Am Ende der Reihe stricke ich immer 2 Maschen rechts zusammen. Also ich stricke erstmal
diese 10 Maschen nach Muster, alle Maschen rechts. Oder erstmal die 9 Maschen, die 10. Masche brauche ich dann für die Maschenabnahme. Also da habe ich die 10. Masche. Ich nehme mir die erstmal auf die rechte Nadel und nehme die Markierung ab. So, das ist die 10. Masche und das ist die 11. Masche. Diese 2 Maschen stricke ich rechts zusammen. So, jetzt wende ich die Arbeit. So, jetzt hebe ich die erste Masche ab. Den Faden lege ich mir dabei nach vorne und hebe die Masche ab. Und jetzt stricke ich weitere Maschen bis zu der Markierung. So. Also eine Masche vor der Markierung, das ist wieder die 10. Masche. Ich nehme wieder die Markierung runter und jetzt stricke ich die 10. und die 11. Masche wieder rechts zusammen. Und jetzt wende ich wieder die Arbeit. Die erste Masche hebe ich wieder ab. Der Faden liegt vorne. Und jetzt stricke ich weitere Maschen. So, da sehen wir da, wo die Maschenabnahme war. So, und das sind jetzt 2 Maschen, die wir vorhin zusammen gestrickt haben. Jetzt stricke ich die Masche und die Masche da drauf wieder zusammen. Also 2 Maschen rechts zusammen stricken. So, wir müssen hier in der Mitte immer 10 Maschen haben. So, von der Maschenabnahme bis zu der Maschenabnahme. So, und jetzt wende ich wieder das Ganze. Und das wiederholen wir stets. Die erste Masche hebe ich ab und dann stricke ich weitere 8 Maschen. Und die 10. und 11. Masche stricke ich stets zusammen. Also ich brauche jetzt keine Markierung mehr, weil man es einfach sieht. Da haben wir vorhin 2 Maschen rechts gestrickt. Jetzt nehme ich mir die Masche und die 11., die 10. und die 11. habe ich rechts zusammengestrickt. Und wir haben hier, wie gesagt, diese 10 Maschen. Und auf diese Weise stricken wir dann weiter, bis wir praktisch hier auf den Seiten fast alle Maschen verstrickt haben, bis auf die letzten 5 Maschen. Ich zeige euch gleich, wie das auf dem fertigen Stück ausschaut. Also nochmal Masche abheben, weitere 8 Maschen stricken und immer am Ende der Reihe 2 Maschen rechts zusammenstricken. Und das wiederholen wir, bis wir den kompletten Schuh alle Maschen durchstricken. Also hier praktisch abnehmen auf den Seiten. Und wenn wir auf diese Weise weiterhin die Maschen abnehmen, dann entsteht diese Sohle da unten und man sieht hier die schöne Verbindung. Und dann kommt hier hinten die Ferse. Also wie gesagt, wir stricken das so weit, bis alle Maschen verstrickt sind. Es sollten die letzten 5 Maschen auf der Nadel bleiben. Ich habe jetzt so weit gestrickt, bis bei mir seitlich 5 Maschen bleiben auf einer Seite und 5 Maschen auf der anderen Seite.
Und in der Mitte haben wir dann diese 10 Maschen. Habe ich insgesamt jetzt 20 Maschen auf den Nadeln. So, und jetzt machen wir Folgendes. Ich zeige nochmal den fertigen Schuh. Wir sehen hier schon, dass die Ferse bei uns etwas zusammengeht, also angespitzt ist. Und deswegen machen wir jetzt hier in der Mitte die Maschenabnahme für die Ferse. Also ich fange genauso an, indem ich die erste Masche abhebe. Und jetzt stricke ich 2 Maschen rechts zusammen. Und jetzt stricke ich bis in der Mitte 3 Maschen übrig bleiben. Das heißt, ich stricke jetzt weitere 4 Maschen. Jetzt stricke ich 2 Maschen rechts zusammen für die Ferse. Die Masche hier, die 10. Masche, das ist die 10. Masche, und da stricke ich weiterhin hier auf den Seiten die Maschenabnahme, die wir bis jetzt auch immer gestrickt haben. So, jetzt wende ich das Ganze. Hier hebe ich die erste Masche ab und stricke erstmal alle Maschen rechts, jetzt ohne Maschenabnahme. Das ist die linke Seite bei mir. Also ich habe jetzt 7 Maschen gestrickt und diese 2 Maschen, das ist ja die 10. Masche bei uns, die wir normalerweise immer hatten. Da stricke ich wiederum die Maschenabnahme am Ende der Reihe. Also da haben wir, wie gesagt, 7, 8, 9. Masche habe ich jetzt zusammengestrickt. Jetzt wende ich das Ganze nochmal. Die erste Masche hebe ich ab. Und die ersten 2 Maschen von der Ferse stricke ich rechts zusammen. Jetzt stricke ich 2 Maschen rechts. Und die nächsten 2 Maschen von der Ferse stricke ich rechts zusammen. Und die nächsten 2 Maschen, das ist immer noch diese Seite, stricke ich auch rechts zusammen. Jetzt wende ich das Ganze. Und die linke Seite stricke ich wiederum die erste Masche abheben, alle Maschen rechts stricken. Also die erste abheben, 4 Maschen rechts, 5. und 6. Masche stricke ich 2 Maschen zusammen. Jetzt nochmal alles wenden. So, und jetzt das gleiche. Ich hebe die erste Masche ab, dann 2 Maschen rechts zusammen, das ist die Ferse. Dann weitere 2 Maschen rechts zusammen. Und 2 Maschen rechts zusammen, wieder von der Seite. Und wie wir sehen, also wir haben jetzt die Ferse schön abgerundet. Jetzt winde ich wieder das Ganze, hebe die erste Masche ab, 2 Maschen rechts und 2 Maschen auf der Seite zusammenstricken. So, jetzt habe ich
8 Maschen auf den Nadeln. Jetzt kann man eigentlich auch schon alle Maschen abheben, also abketen. Ich schaue gleich. Ich habe die Arbeit nochmal auf die linke Seite gedreht. Und jetzt mache ich Folgendes. Wir haben hier 2 Maschen rechts zusammen gestrickt. Die haben wir einfach rechts gestrickt. Und jetzt stricke ich diese Maschen auch rechts. Jetzt wende ich die Arbeit. Also wir haben jetzt hier diese 8 Maschen und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt ziehe ich diese 8 Maschen zusammen. Dazu nehme ich einen Haken. Ich habe hier vorne den Faden, hier links. Ich setze mir die Maschen von rechts nach links auf einen Haken. So, die Nadel kann ich jetzt rausziehen. Jetzt nehme ich den Faden und ziehe den Faden durch alle Schlingen durch. So, und so haben wir die Ferse dann schön zusammengezogen. So schaut es aus. Jetzt kann man hier auch komplett schließen. So einfach zusammenziehen. So schaut es aus. Und jetzt müssen wir nur noch hier zusammennähen. Das kann man mit einer Nähnadel machen oder man kann es auch mit einem Haken machen. Ich lege das Ganze auf die also rechte Seite auf die rechte Seite. Und jetzt, ich vernähe gerne mit dem Haken. Ich nehme mir einen Haken zur Hilfe. Man kann es genauso mit einer Nähnadel machen. Und ich gehe jeweils unter diese 2 Schlingen immer, hole mir den Faden, ziehe die Masche durch. Dann stiche ich unter die nächsten 2 Schlingen, da 2 Schlingen vorne und hinten. Hole mir den Faden und mit der Kettmasche vernähe ich das Ganze. Also jetzt ziehe ich die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. Und auf diese Weise vernähe ich dann nicht ganz so fest zu nähen, damit das Ganze nicht zu sehr zusammengezogen wird. So schaut es dann aus. Also das ist die linke Seite. Und so schaut es dann auf der rechten Seite aus. Und dann nur noch Fädchen abschneiden, vernähen. Also Fädchen vernähen mache ich folgenderweise. Hier kann ich jetzt schon mal abschneiden. Und zwar, man kann hier diesen Faden auseinanderziehen, also in 2 Teile aufteilen. So. Dann nehme ich mir einen Haken zur Hilfe, stiche irgendwo ein, hole mir einen Faden durch diese Schlingen durch. Jetzt mache ich einen Knoten. So, jetzt ziehe ich das ein bisschen noch nach unten. Einfach hier durchstechen, beide Fädchen durchziehen. Nochmal irgendwo durchstechen, nochmal nach unten ziehen. Jetzt kann ich hier nochmal verknoten, hier unten nochmal eine Seite durchziehen, durch eine Schlinge. Und jetzt mache ich nochmal einen Knoten. So, und jetzt schneide ich ab. So schaut es nämlich aus. So kann man alle Fädchen vernähen.
Dann sind wir mit dem Schuh auch schon fertig. So schaut der Schuh nochmal auf dem Fuß aus. Richtig schöne und bequeme Schuhe, finde ich. Also kann ich bloß nur empfehlen, die zu stricken. Ansonsten sind wir mit den Schuhen fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken. Macht mit, probiert aus. Abonniert meinen Kanal, schreibt mir Kommentare, würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal.